Servus und hallo, liebe Orchideenfreundinnen und Orchideenfreunde. Ihr seht hier zwei schöne Phalaenopsis. Ihr seht hier, die stehen beide in einem Importtöpfchen. Das sind diese weichen Kunststofftöpfchen. Und ich möchte in diesem Video die Frage beantworten, muss ich die Orchideen direkt, nachdem ich sie bekommen habe, umtopfen, ja oder nein? Zunächst einmal schauen wir uns hier die eine Pflanze an. Das ist eine Gigantea-Hybride. Die hat demnächst eine Blüte, die aufgeht. Das ist aber nicht der Grund, warum man sie nicht umtopfen darf. Also blühende Orchideen umtopfen geht, habe ich euch im letzten Video mit der Phalaenopsis mariae und den Luftwurzeln gezeigt. Aber woran erkenne ich, dass ich sie nicht umtopfen muss? Natürlich am Topf selbst. Dieser Topf ist zwar schon richtig prall und dick, weil die Asiaten auch relativ viel Sphagnummoos nutzen, aber in dem Fall ist es noch so richtig schön goldfarben, so ein bisschen so wie Getreide, was so trockenes Getreide, so schaut es ungefähr aus von der Farbe. Und auch die Wurzeln sind tipptopp. Das heißt, hier ist absolut gar kein Grund, es gibt gar keinen Grund, warum ich die Pflanze überhaupt umtopfen sollte, außer mir ist langweilig und ich möchte die Pflanze stressen, dann kann man es natürlich machen. Aber hier die Wurzeln schauen absolut gesund aus. Das Moos selbst schaut auch noch richtig super aus. In diesem Fall würde ich die Pflanze einfach wachsen lassen, mich an der Blüte freuen und dann später würde ich sie umtopfen. Anders schaut es hier bei der Orchid World LW 457 aus. Das ist eine richtig tolle Hybride, eine meiner Lieblingshybriden, wie ich meine. Und da ist das Substrat einmal bildet schon Algen, man sieht es hier, ist dunkel gefärbt. Dann die Wurzeln schauen zwar noch gut aus, ja, aber hier ist eine Wurzel, die schaut schon ein bisschen matschiger, bräunlicher aus und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man das Ganze umtopfen sollte. Man sieht auch, das Substrat hier ist grünlich, da sind schon Algen, Moos, habe ich ja schon gesagt, und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass man sie umtopfen sollte. Und das ist eben hier alles bei dieser Pflanze nicht unbedingt so der Fall, dass sich oben immer Algen abbilden, das ist eigentlich normal. Aber hier unten, wie gesagt, sieht man, dass es richtig schön hell ist und die Wurzeln sehr gut ausschauen. Deswegen würde ich in diesem Fall einfach noch ein bisschen abwarten. Wie gesagt, man könnte es machen, wenn man Zeit hat. Aber es ist kein Muss. Was ich aber auch gemacht habe, und das ist noch ein Tipp, darf man nicht vergessen. Ich habe die Pflanzen aus dem Töpfchen herausgenommen. Ja. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, oder? Geht's? Also wenn das zu fest drin ist, geht es nicht. Manchmal kann man ein bisschen ziehen. Ne, da braucht man eine Schere. Also ich habe das Töpfchen abgeschnitten und dann habe ich es einfach in einen normalen Orchideentopf gepflanzt, ja, oder gesetzt. Und dadurch, dass jetzt wieder mehr Luft an die Wurzeln kommt, war das auch gar kein Problem. Dadurch konnte ich das deutlich hinauszögern. Das heißt, ihr könnt so eine Orchidee, selbst wenn sie jetzt hier in diesem Topf ist, problemlos einfach, hier geht es leichter, ist einfach nasser. Ihr könnt so eine Pflanze, wenn die hier im Topf ist, und hier sehen wir auch diese bräunliche Wurzel, die schon nicht mehr so gut ausschaut, einfach nehmen und so wie sie ist in euch in den Topf stellen. Das wäre eine Möglichkeit und sie würde so einfach auch schneller austrocknen und würde so auch einfach länger problemlos im selben Importtöpfchen pflanzen. Aber das ist nicht das, was ich zeigen wollte. Jetzt habe ich mich selber ein bisschen vom Thema abgelenkt, sondern ich werde die Pflanze rausnehmen, weil wir haben ja gesehen, die hat hier eine richtig schöne braune Wurzel. Die ist eigentlich schon fertig. Man darf das aber nie unterschätzen. Man darf es nie unterschätzen. So braune Wurzeln, da kann durchaus immer noch viel Vitalität drin sein. Aber das riecht schon so richtig so muffig. Also nicht in dem Sinne, sondern so richtig so nach muffigem alten Moos. Jetzt sehen wir aber auch hier im Inneren des Ballens, da ist wirklich einiges, was nicht mehr gut ist. Das ist auch immer das, wo die Importpflanzen meistens dran scheitern. Das heißt, in dem Fall war es wirklich bitter nötig, dass man die Pflanze konsequent rausnimmt und frisch eintopft. Genau. Was ich immer lasse, sind die Hauptadern der Wurzeln. Dann mache ich oder versuche ich immer so möglichst viel von dem alten, verrotteten, fauligen Pflanzenmaterial zu entfernen. Wenn was abbrechbar ist, ist es abbrechbar. Da würde ich auch gar nicht so groß mit der Schere dran gehen, denn alles, was man
aus Versehen vom gesunden Material abbricht, abschneidet, ist dann auch nicht so gut für die Pflanze. Und hier, diese Wurzel, das ist ein bestes Beispiel. Ihr seht hier, das ist eigentlich, also dieser stabile Teil der Wurzel, das ist der Teil, mit dem die Pflanze sich in der Natur am Baum festhält. Ja? Dann ist es so, hier vorne die Wurzel ist immer noch vital. Jetzt könnte man konsequent sein und sagen, ich entferne das. Man könnte aber auch sagen, hey, die Wurzel ist doch vital. Also pflanze ich die so, wie sie ist, mit ein. Das müsst ihr euch selber überlegen, was bei eurer Pflanze individuell besser ist. Was würde ich machen? Ich würde wahrscheinlich, weil die Pflanze ja so schon genügend knackige Wurzeln hat, die auch schön aktives Wachstum zeigen. Also selbst hier ist noch eine grüne Spitze, die sich bildet. Die Wurzel ist sowieso richtig schön knackig aktiv. Da ist auch nochmal eine gute Wurzel. Ich würde einfach sagen, hier ist das Risiko zu groß, dass zu viel Gammel entsteht. Ich würde diese Wurzel entfernen. Da würde ich aber einfach abreißen. Vorsichtig natürlich. Und dann hätte ich gesagt, ist die Pflanze so perfekt vorbereitet. Natürlich alles noch wegziehen. Wie gesagt, diese Sachen könnt ihr stehen lassen, denn das Interessante ist, hatte ich auch schon erlebt, dass hier raus durchaus nochmal eine Wurzel entsteht. Und außerdem, es gibt ein bisschen zusätzlich Stabilität. So, und dann nimmt man die Pflanze und deswegen steht hier auch das Kolomi. Und ich bin mittlerweile so davon überzeugt, dass das richtig gut ist, dass ich die Pflanze direkt in Kolomi und einen normalen Orchideentopf einpflanze. So, jetzt muss man gucken. Diese Wurzel, die zeigt ziemlich gerade nach unten. Die würde direkt, wenn man sie falsch platziert, direkt hier unten rauswachsen. Das sollte man vermeiden. Deswegen platziert die Wurzel schon mal so, dass ihr nichts anderes bleibt, als dass sie im Topf hin und her wächst. Weil sonst müsst ihr sie relativ kurzfristig wieder umtopfen. So, jetzt müssen wir ein bisschen Gewalt anwenden. Und dann die Wurzel auch noch mit einpflanzen. Jetzt hätte ich diese Wurzel fast vergessen. Ihr seht, manchmal ist das nicht so einfach. Genau, jetzt habe ich es entsprechend platziert. Und jetzt geht man einfach nur her und gießt das Kolomi hinein. In dem Fall war das sogar relativ simpel. Jetzt können wir noch ein bisschen Kolomi nachfüllen, damit es aufgefüllt ist. Dann nehme ich aber auch gerne einfach Kolomi, was ich schon habe. Muss man nicht unbedingt die Tüte öffnen. Dann wird es halt ein bisschen bunter. Und dann war es das schon. That's it. Jetzt wisst ihr, worauf ihr achten müsst bei euren Pflanzen, wenn ihr jetzt, da war noch ein bisschen altes Pflanzenmaterial, wenn noch ein bisschen was entdeckt. Jetzt wisst ihr, wie ihr vorgehen müsst bei Importpflanzen. Die Orchid World LW 457 darf jetzt weiter wachsen. Und die Gigantea-Hybride hier, die lässt man einfach hier in diesem Töpfchen noch vor sich her wachsen. Wie gesagt, das alte Töpfchen könnte man wegmachen. Vorhin hat es nicht so geklappt. Würde gehen, wenn es richtig schön flutschig nass wäre. Dann geht das. Wenn man hartnäckig genug ist, geht das auch. Aber ich will die Pflanze ja nicht beschädigen und deswegen mache ich das am besten dann mit der Schere. So viel zu dem Thema. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne hier in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video und tschüss.